Willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das jeder kennt und das im Alltag sehr oft vorkommt. Hallo auch von mir. Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Es geht um das Wochenende. Genauer gesagt darum, wie man auf Deutsch über das Wochenende spricht. Vielleicht kennst du diese Situation. Es ist Montagmorgen. Du bist bei der Arbeit, in der Schule oder im Sprachkurs. Alle kommen langsam wieder im Alltag an. Man sagt Guten Morgen, man holt sich einen Kaffee. Und dann hört man sehr oft eine bestimmte Frage. Die Frage lautet: Wie war dein Wochenende? Oder auch, was hast du am Wochenende gemacht? Diese Frage hört man wirklich überall. Bei der Arbeit, im Büro, im Sprachkurs oder auch bei den Nachbarn. Und trotzdem fühlen sich viele Deutschlernende bei dieser Frage unsicher. Das Erste, woran ihr wahrscheinlich denkt, ist: Oh nein, jetzt muss ich in der Vergangenheit sprechen. Das kann ich doch gar nicht. Ja, das kenne ich gut. Anderen fehlen auch die Vokabeln. Mir ging es früher genauso. Mir haben oft die Vokabeln gefehlt. Und deshalb habe ich mich beim Sprechen unsicher gefühlt. Genau deshalb machen wir diesen Podcast. Wir zeigen dir hier Schritt für Schritt, wie du solche Situationen im Alltag sicher meisterst. In diesem Podcast lernst du alle wichtigen Sätze, die du wirklich brauchst. Keine komplizierten Beispiele, sondern Sätze, die du sofort benutzen kannst. Wir arbeiten mit einfachen Wörtern und klaren Strukturen. So kannst du die Sätze leicht verstehen und dir gut merken. Du lernst hier nicht nur einzelne Vokabeln, du lernst Redewendungen und Fragen und wie man sie im echten Leben benutzt. Bleibt gerne bis zum Ende dran. Dort geben wir euch Tipps für eine einfache Routine rund ums Wochenende. Bevor wir über unsere Wochenenden sprechen, lass uns kurz klären, was das Wochenende eigentlich ist. Ja, gute Idee. Das Wochenende sind die Tage am Ende der Woche. Für die meisten Menschen beginnt das Wochenende am Samstag. Und es endet am Sonntag. Samstag und Sonntag gehören also zum Wochenende. Die anderen Tage, also Montag bis Freitag, sind für viele Menschen Arbeitstage oder Schultage. Am Wochenende haben viele frei. Das heißt, sie müssen nicht arbeiten oder nicht in die Schule gehen. Frei bedeutet, man hat Zeit für sich. Zeit zum Ausruhen, für Freunde oder für die Familie. Manche Menschen arbeiten trotzdem am Wochenende. Für sie sind Samstag und Sonntag ganz normale Arbeitstage. Sie haben dann oft an anderen Tagen in der Woche frei. Ja, zum Beispiel Menschen im Krankenhaus, im Restaurant oder im Supermarkt. Dort arbeiten viele auch am Wochenende, weil diese Orte immer gebraucht werden. Im Krankenhaus müssen Menschen gepflegt und versorgt werden, auch am Samstag und am Sonntag. Krankheiten und Notfälle machen ja kein Wochenende. In Restaurants arbeiten viele am Wochenende, weil dann besonders viele Menschen Zeit haben, essen zu gehen. Für diese Menschen beginnt der Arbeitstag oft dann, wenn andere Freizeit haben. Auch im Supermarkt ist das so. Viele Menschen kaufen am Wochenende ein, deshalb müssen die Läden offen sein. Für diese Menschen sieht das Wochenende oft anders aus. Sie arbeiten, wenn andere frei haben, und ruhen sich an anderen Tagen aus. Trotzdem sprechen sie auch vom Wochenende. Denn es geht nicht nur um Freihaben, sondern um die Tage Samstag und Sonntag. Und genau deshalb
kann jeder über sein Wochenende sprechen, egal ob man gearbeitet hat oder nicht. Man kann zum Beispiel sagen, am Wochenende habe ich gearbeitet. Oder ich hatte Schicht im Krankenhaus. Oder ich habe im Restaurant gearbeitet und war abends müde. Auch das sind ganz normale Wochenendsätze. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn man das so hört, merkt man den großen Unterschied zur Woche. Unter der Woche sieht unser Alltag ganz anders aus. Ja, in der Woche arbeiten wir viel zusammen. Wir planen Unterricht, bereiten Folgen vor und sprechen mit Lernenden. Als Lehrer heißt das, man denkt viel voraus. Man überlegt, was brauchen die Lernenden? Was hilft ihnen wirklich? Und als Podcast-Hosts planen wir Themen, schreiben Skripte und nehmen Folgen auf. Das macht Spaß, ist aber auch Arbeit. Unter der Woche haben wir oft feste Zeiten, Meetings, Aufnahmen, Vorbereitung. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich am Wochenende nicht arbeiten muss. Nach einer langen Woche tut es gut, wirklich frei zu haben. Ja, das geht mir genauso. Frei heißt für mich, ich muss keinen Wecker stellen und habe keinen festen Plan. Keinen Wecker stellen bedeutet, man kann ausschlafen. Das heißt, man steht später auf und beginnt den Tag ganz ruhig. Genau. Und das Wochenende fühlt sich dann anders an als die Woche. Man hat mehr Zeit für sich selbst. Für mich heißt das, ich kann langsamer sein. Ich muss nicht funktionieren wie unter der Woche. Jetzt interessiert mich dein Wochenende wirklich. Markus, wie war es für dich? Was hast du am Samstag und am Sonntag gemacht? Mein Wochenende war sehr ruhig. Am Samstag war ich fast den ganzen Tag zu Hause, habe gelesen und ein bisschen aufgeräumt. Es war schön, keinen Zeitdruck zu haben. Das klingt nach einem entspannten Start ins Wochenende. Manchmal tut es gut, einfach zu Hause zu bleiben und nichts planen zu müssen. Am Sonntag bin ich morgens spazieren gegangen, weil das Wetter gut war. Danach habe ich gekocht und den Nachmittag ruhig verbracht. Bei mir war es ganz anders. Am Samstag war ich feiern und habe mich mit Freunden getroffen. Wir waren bis spät am Abend unterwegs und hatten viel Spaß. Das hört sich nach einem aktiven Wochenende an. Nach so einem Abend ist man am nächsten Tag oft müde. Genau so war es. Am Sonntag habe ich lange geschlafen, langsam gefrühstückt und den Tag ruhig begonnen. Ich brauchte ein bisschen Zeit, um wieder Energie zu bekommen. Man sieht hier gut, wie unterschiedlich ein Wochenende sein kann. Meins war ruhig und deins war eher lebendig. Genau. Oft ist das Wochenende auch deshalb so wichtig, weil die Woche ziemlich voll ist. Viele Menschen arbeiten oder lernen von Montag bis Freitag und haben wenig Zeit für sich. Ja, unter der Woche ist der Alltag oft stressig. Man steht früh auf, geht zur Arbeit oder in die Schule und hat viele Termine. Termine sind feste Zeiten, zum Beispiel für Arbeit, Meetings oder Kurse. Man kann sie nicht einfach verschieben. Genau. Und deshalb freuen sich viele Menschen auf das Wochenende. Dann hat man mehr freie Zeit. Frei bedeutet, man kann selbst entscheiden, was man macht. Man muss nicht sofort funktionieren. Ich freue mich am Wochenende besonders darauf, langsamer zu sein. Ich kann länger schlafen und den Tag ruhiger beginnen. Bei mir ist es ähnlich, aber ich freue mich auch darauf, Freunde zu treffen. In der Woche klappt das oft nicht, weil alle müde sind.
Müde sein heißt, wenig Energie zu haben. Das kennt man nach langen Arbeitstagen sehr gut. Am Wochenende hat man dann Zeit, Dinge zu machen, die in der Woche keinen Platz haben. Zum Beispiel kochen, spazieren gehen oder einfach nichts tun. Nichts tun ist auch wichtig. Das bedeutet, man hat Pause und keinen Plan. Genau das hilft, neue Energie für die nächste Woche zu bekommen. Deshalb fragen so viele Menschen am Montag nach dem Wochenende. Es ist etwas Persönliches, aber auch etwas Gemeinsames. Wenn wir schon über das Wochenende sprechen, finde ich auch spannend, wie es früher war. Markus, wie waren deine Wochenenden damals? Früher waren meine Wochenenden ganz anders als heute. Ich war oft feiern und fast jedes Wochenende unterwegs. Zu Hause war ich eigentlich nur zum Schlafen. Das klingt nach viel Energie. Feiern war für dich also ein wichtiger Teil vom Wochenende. Ja, sehr. Feiern bedeutet für mich damals Freunde treffen, Musik hören und lange wach bleiben. Oft sind wir abends weggegangen und erst sehr spät nach Hause gekommen. Weggehen heißt, man verlässt die Wohnung und trifft sich draußen, zum Beispiel in einer Bar oder in einem Club. Genau. Damals war mir das wichtig. Ich wollte viel erleben und neue Leute kennenlernen. Und wie war der Sonntag danach? Meistens war ich sehr müde. Ich habe lange geschlafen und den Tag langsam begonnen. Manchmal habe ich gesagt, heute mache ich gar nichts. Das kennen viele Menschen nach einer langen Nacht. Der Sonntag ist dann eher ruhig. Ja, der Sonntag war zum Erholen da. Erholen heißt wieder Kraft bekommen. Heute ist dein Wochenende ganz anders als früher. Das ist wirklich interessant. Ich kann mich noch an meine Jugend erinnern. Heute ist dein Wochenende ganz anders als früher. Das ist wirklich interessant. Bei mir war es früher auch anders, aber auf eine andere Art. Erzähl mal, wie war dein Wochenende damals? Früher habe ich fast jedes Wochenende etwas mit meiner Familie gemacht. Wir hatten unter der Woche wenig Zeit füreinander, deshalb war das Wochenende etwas Besonderes. Das kann ich gut verstehen. In der Woche ist oft viel los und man sieht sich nicht so oft. Genau. Am Wochenende haben wir zusammen gegessen oder sind rausgegangen. Manchmal haben wir Ausflüge gemacht. Ausflüge sind kleine Reisen, zum Beispiel in einen Park, in die Natur oder in eine andere Stadt. Ja, das waren keine großen Reisen, aber es war Zeit zusammen. Für mich war das Wochenende deshalb sehr wichtig. Wichtig heißt, es hatte einen großen Platz im Leben. Unter der Woche ging es um Schule und Arbeit. Am Wochenende ging es um Familie und Ruhe. Das zeigt gut, warum viele Menschen sich auf das Wochenende freuen. Ja, weil man dann Zeit für Dinge hat, die in der Woche fehlen. Früher waren es bei dir Familie und gemeinsame Zeit. Genau. Und auch heute ist das Wochenende für viele Menschen etwas Besonderes. Egal ob mit Familie, Freunden oder allein. Hauptsache, man kann abschalten und kurz aus dem Alltag rauskommen. Abschalten bedeutet, man denkt nicht an Arbeit oder Termine. Und genau das macht das Wochenende für viele so wertvoll. Wir haben jetzt eine kleine Frage an euch. Einfach aus Interesse. Und weil sie perfekt ist, um Deutsch zu üben. Erzählt uns doch, was ihr am Wochenende macht. So benutzt ihr genau die Wörter, über die wir gerade gesprochen haben. Das ist eine sehr gute Übung. Ihr denkt kurz nach, formt einen Satz und benutzt Deutsch für euren Alltag.
Ihr müsst nichts erklären und nichts perfekt schreiben. Ein einfacher Satz reicht schon. Zum Beispiel: Am Wochenende bin ich zu Hause. Oder am Samstag treffe ich Freunde oder meine Familie. Wenn ihr möchtet, schreibt euren Satz in die Kommentare. So übt ihr Schreiben, aber auch Denken auf Deutsch. Und ihr merkt, das ist gar nicht schwer. Genau solche kleinen Übungen helfen, sicherer zu werden. Wenn man über das Wochenende sprechen möchte, hilft es, ganz klein anzufangen. Man braucht keine lange Geschichte, sondern nur einen klaren Gedanken. Ein einfacher Satz ist oft schon perfekt. Ja, viele denken, sie müssen alles genau erzählen. Aber das stimmt nicht. Für den Anfang reicht es, zu sagen, ob das Wochenende ruhig oder aktiv war. Ein guter Trick ist, sich nur an 3 Dinge zu erinnern: Samstag, Sonntag und ein Gefühl. Mehr braucht man oft nicht. Zum Beispiel: Am Samstag war ich zu Hause, am Sonntag habe ich Freunde getroffen, mein Wochenende war schön. Es hilft auch, immer mit dem Zeitwort zu beginnen. Am Wochenende, am Samstag oder am Sonntag geben sofort Orientierung. So weiß der andere direkt, wann etwas passiert ist. Und ihr habt schon den ersten Teil vom Satz geschafft. Ein weiterer Tipp ist Wiederholung. Das Wochenende kommt jede Woche wieder und die Fragen auch. Genau, das ist eine große Chance. Ihr könnt jede Woche dieselben Sätze benutzen und nur ein Wort ändern. Zum Beispiel: Dieses Wochenende war ich zu Hause. Letztes Wochenende war ich unterwegs. Oder: Am Samstag habe ich gearbeitet. Am Samstag habe ich entspannt. Die Struktur bleibt gleich. Sehr hilfreich ist auch, das Wochenende kurz aufzuschreiben. Nicht viel, nur 1 oder 2 Sätze. Das kann am Sonntagabend oder am Montagmorgen sein. So bereitet ihr euch ganz ruhig auf Gespräche vor. Ihr könnt auch laut sprechen, wenn ihr allein seid. Das hilft, sicherer zu werden. Ja, sagt die Sätze einfach laut. Zum Beispiel beim Kochen oder Spazierengehen. Ein weiterer Trick ist, ehrlich zu sein. Ihr müsst nichts schöner machen, als es war. Wenn ihr nichts gemacht habt, dann sagt das. Auch das ist ein ganz normaler Satz. Zum Beispiel: Ich war zu Hause und habe nichts Besonderes gemacht. Oder: Ich habe mich ausgeruht. Das sagen sehr viele Menschen. Wichtig ist auch, sich nicht zu vergleichen. Jeder hat ein anderes Wochenende. Manche feiern, andere bleiben zu Hause. Beides ist richtig und beides kann man sagen. Hört auch zu, wie andere über ihr Wochenende sprechen. So lernt ihr neue Wörter ganz nebenbei. Zum Beispiel bei der Arbeit oder im Sprachkurs. Oft benutzen Menschen ähnliche Sätze. Und genau diese Sätze könnt ihr euch merken und später selbst benutzen. Noch ein Tipp: Habt keine Angst vor Fehlern. Beim Wochenende geht es um Gespräche, nicht um Tests. Wenn euch jemand versteht, dann ist das das Wichtigste. Und mit jedem Wochenende wird es leichter. Denn Übung kommt automatisch. Genau deshalb kann es helfen, sich eine eigene Wortliste zu machen. Das sind Wörter, die man immer wieder braucht, wenn man über sein Wochenende spricht. Diese Liste muss nicht lang sein. Es reichen oft 10 oder 15 Wörter, die gut zu deinem Leben passen. Viele Menschen machen am Wochenende ähnliche Dinge. Sie sind zu Hause, treffen Freunde, arbeiten ein bisschen
oder ruhen sich aus. Wenn man diese Wörter kennt, muss man nicht jedes Mal neu überlegen. Die Wörter sind schon im Kopf. Man kann diese Wörter auch auswendig lernen. Auswendig lernen heißt, man wiederholt sie so oft, bis sie automatisch kommen. Das ist keine alte Methode, sondern sehr praktisch. Man lernt genau die Wörter, die man wirklich benutzt. Zum Beispiel Wörter wie zu Hause, unterwegs, arbeiten, feiern oder entspannen. Oder Freunde treffen, Familie besuchen, ausschlafen, spazieren gehen. Wenn man diese Wörter kennt, kann man sehr leicht über sich selbst sprechen. Und genau das ist wichtig. Deutsch lernt man nicht nur aus Büchern, sondern über das eigene Leben. Denn über sich selbst zu sprechen ist etwas, das man jeden Tag braucht. Am Anfang sind es kurze Sätze, aber mit der Zeit werden sie länger. Und man merkt, ich erzähle immer wieder ähnliche Dinge. Genau deshalb lohnt sich diese Wortliste. Sie wächst langsam mit dir mit. Ein Gespräch über das Wochenende besteht nicht nur aus Antworten. Genauso wichtig ist es, Fragen zu stellen. Ja, wenn man fragt, muss man weniger erzählen und zeigt trotzdem Interesse. Die einfachste Frage ist: Wie war dein Wochenende? Diese Frage hört man sehr oft am Montag. Sie ist freundlich und passt in viele Situationen. Man kann auch etwas genauer fragen. Zum Beispiel: Was hast du am Wochenende gemacht? Oder was hast du am Samstag gemacht? Das ist schon etwas persönlicher. Diese Fragen sind kurz und klar. Man braucht keine komplizierten Wörter. Wichtig ist, ruhig zu sprechen und der anderen Person Zeit zu geben. Wenn die Antwort kurz ist, kann man nachfragen. Zum Beispiel, warst du zu Hause oder unterwegs? Oder: War dein Wochenende eher ruhig oder eher aktiv? Diese Fragen helfen, das Gespräch weiterzuführen. Man muss dabei nicht perfekt sein. Auch einfache Fragen sind völlig in Ordnung. Oft freuen sich Menschen, wenn jemand Interesse zeigt. Und während die andere Person spricht, hört man neue Wörter. So lernt man ganz nebenbei. Wenn man unsicher ist, kann man dieselben Fragen immer wieder benutzen. Wenn man jemanden nach dem Wochenende fragt, beginnt oft ein echtes Gespräch. Eine kleine Frage kann viel öffnen. Ja, plötzlich redet man nicht mehr nur über das Wochenende, sondern über das Leben. Zum Beispiel fragt man: Wie war dein Wochenende? Und die andere Person sagt: Es war ruhig. Dann kann man nachfragen. Zum Beispiel, warst du zu Hause oder unterwegs? Und schon ist man mitten im Gespräch. Die andere Person erzählt mehr und fühlt sich gehört. Genau das ist wichtig. Ein echtes Gespräch entsteht, wenn beide Interesse zeigen. Ich erinnere mich an ein Gespräch bei der Arbeit. Ich habe eine Kollegin nach ihrem Wochenende gefragt. Und wie ging es weiter? Sie hat erzählt, dass sie ihre Familie besucht hat. Dann haben wir über Familie gesprochen und über unsere Kindheit. Das passiert oft. Man startet mit dem Wochenende und landet bei Erinnerungen. Und das Schöne ist, die Sprache bleibt einfach. Die Themen werden persönlicher, aber die Sätze bleiben kurz. Ich habe das auch oft erlebt. Ich frage jemanden nach dem Wochenende und plötzlich sprechen wir über Hobbys. Zum Beispiel über Sport, Musik oder Kochen. So entsteht ein Gespräch ganz von selbst. Damit kommen wir langsam zum Ende dieser Folge. Danke, dass ihr euch heute Zeit genommen habt
und dabei wart. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet heute etwas mitnehmen und fühlt euch sicherer, wenn ihr über das Wochenende sprecht. Denkt daran, es müssen keine perfekten Sätze sein. Wichtig ist, dass ihr sprecht und euch traut. Genau, Deutsch lernt man im Alltag. Mit kleinen Gesprächen und mit Themen, die euch wirklich betreffen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hört euch gerne auch unsere anderen Episoden an. Und jetzt sind wir neugierig, welches Thema möchtet ihr als nächstes hören? Schreibt uns gerne, worüber ihr im Alltag öfter sprechen möchtet. Arbeit, Familie, Urlaub, Gefühle oder etwas ganz anderes. Wir freuen uns über eure Vorschläge. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut! Tschüss!